jetzt kam ja, dass die Geräte in England zusammengebaut werden letztendlich. Und ja, das ist jetzt natürlich auch sehr schön, weil die Entwickler selber das zusammenstecken noch zum Schluss. Aber da wurde auch irgendwie von einem Entwickler in den Raum geworfen aus England, dass ja eventuell Fans, die gerne mitbasteln möchten, dort eingeladen werden. Das ist soweit richtig, ja. Wobei wir nicht jeden Fan, der mal sagt, er kommt mal kurze Stunde zum Helfen und bastelt mit, das machen wir natürlich nicht. Aber es haben sich tatsächlich einige angeboten, die zum Beispiel Mechatronikstudenten sind oder auch selber schon 11 Jahre Laptops reparieren, die dann wirklich gesagt haben, Mensch, ich kann mir da 1-2 Wochen frei nehmen, ich komme wirklich mit und schraube an den Dingern mit rum. Also es ist wirklich mal ein sehr außergewöhnliches Projekt, weil, wie er schon gesagt hat, also wir bauen es jetzt dann selber in England zusammen, weil es einfach zu teuer gekommen wäre in Texas oben. Und da sitzen dann die Entwickler quasi selber und bauen das Gerät für den Endkunden zusammen. Also das hat man, glaube ich, auch bei sehr, sehr wenigen Geräten so im Allgemeinen. Und da kann auch die Community wieder mithelfen, damit es schneller geht. Ich weiß nicht, ob ich es verpasst habe, aber wieso hat das Ding jetzt keine Querztastatur, sondern so eine QWERTY oder wie? Also so eine englische oder amerikanische oder was weiß ich? Das ist im Prinzip ganz einfach, weil das Gerät ist komplett weltweit im Prinzip hergestellt. Nur für den deutschen Markt, da wäre die Community viel zu klein gewesen, da hätte man das nie finanzieren können. Und auch die Entwickler selber, also einer sitzt in England, der hat eigentlich hauptsächlich sich um die ganzen Gelder und alles gekümmert. Einer sitzt in der Türkei, der hat schon früher mit Teilelieferanten und sowas und Produzenten gearbeitet. Der hat sich um diese ganzen Firmen gekümmert, die uns das produzieren. Der Hardwareentwickler selber sitzt in Kanada. Derjenige, der das Gehäuse entwickelt hat, sitzt in Amerika. Und ich, der hauptsächlich so Marketing, Betriebssystemtest, Webseiten und auch Skripts und an dem Betriebssystem selber noch mitwirkt. Ich selber sitze in Deutschland. Und da ist es klar, es ist international. Es haben auch viele natürlich gesagt, Mensch, wir hätten gerne die und die Sonderzeichen. Wir haben zwar eine Compose-Funktion mit drinnen, dass man die verwenden kann, aber optimiert ist es natürlich jetzt erstmal auf amerikanisch. Wobei, wenn die Nachfrage besteht, dann werden wir auch anbieten, da eigene Tastaturmatten zu machen. Also ab 1000 Stück kostet uns da die Produktion, glaube ich, 1 Euro oder sowas. Die können wir dann also relativ günstig auch nachproduzieren. Keymapping lässt sich ja in Linux sehr einfach selber ändern. Also wer sich an dem Z und dem Y nicht optisch stört, kann sich natürlich die Tasten auch verdrehen, wenn er möchte. Gleich noch mal eben. Ich kann ja auch über den USB-Anschluss hinten an der Tastatur wahrscheinlich anschließen, genau, ja. So dass ich dann also auch die Tastatur mir dazu besorge, mit der ich gut arbeiten kann, weil man ja direkt auf dem Gerät anscheinend auch entwickeln kann, wenn das jetzt Linux Ja, genau. Also ich habe ja hier, wie gesagt, das ist ein komplettes Linux drauf. Ich habe meine Shell drauf. Ich habe selber in den letzten Tagen ein paar Pygame-Spiele portiert, weil Python ist auch mit drauf. Und ist natürlich schon praktisch. Ich mache meine Shell auf, starte das Programm, schaue mir den Fehler-Output an, habe dann nebenher meinen Texteditor, ändere im Quellcode rum, starte es wieder und ich habe nur das Gerät gebraucht. Also ich kann mich mal schnell in den Bus oder in den Zug setzen und setze mich jetzt dran und werkel da gerade an einigen Programmen wieder weiter. Und das geht natürlich auch, wenn ich da jetzt hinten Maustastatur anschließe. Wobei man dazu sagen muss, also das ist nur ein USB 2.0 Anschluss. Der kann keine 1.1 Geräte. Wenn man jetzt also eine 1.1 Tastatur hat, dann muss ein Hub dazwischen. Aber wenn man Tastatur, Maus beides anschließt, dann braucht man einen Hub. Also insofern, die Pandora powert aber auch die Geräte. Also sie hält sich an die 500 mAh Spezifikationen. Also mit einem Hub, Tastatur, Maus brauche ich keinen externen Strom mehr. Bei den Powern. Das Problem ist ja bei den Laptops, man kennt es, externe, ist gerade die neuen Netbooks, die ja keine Laufwerke haben, gerade die optischen. Wenn jetzt dort ein optischer Brenner, also ein CD-Brenner, DVD-Brenner angeschlossen wird, dann verbraucht er in der Regel mehr Strom. Und die Laptops, die können das, die bringen dann auch mal mehr als 500 mAh, aber hier haben wir ja auch wahrscheinlich nicht so einen starken Akku drin, oder? Nee, also der Akku ist eigentlich schon sehr stark, der würde es wahrscheinlich sogar packen, allerdings ist es von der Leistung her für den Akku auch nicht gut, also es ist wirklich hier limitiert auf etwas über 500 mAh. Die Geräte sollten, das ist ja auch die offizielle Spezifikation und da sollten sich ja eigentlich alle Geräte dran halten. Die es nicht tun, sollten eigentlich ein Netzteil eingebaut haben. Klar, es hält sich nicht jeder dran, aber beim Beagleboard, da haben sie sowas nicht drin und das hat zur Folge gehabt, dass dann teilweise die Geräte, die USB-Ports abgeraucht sind, weil da zu viel Strom gezogen worden ist. Und das haben wir, also die Hardware ist ziemlich ähnlich mit dem Beagleboard, das ist aber hier verhindert worden. In der Presse hatte ich mal überflogen, dass die Pandora als Spielekonsole genutzt werden kann für die alten Architekturen, also Atari, Amiga. Und jetzt ist das ja ein Linux-System. Wie wird das denn realisiert? Ist das ein ganz normaler UAE, wo ich mich ums Kickstart auch selber kümmern muss? Oder wie ist das integriert? Das ist also integriert, ist es an sich gar nicht, es ist wirklich dann zum Runterladen und es war schon richtig, es ist ein UAE drauf, für den ich halt meinen Kickrom haben muss, wobei man das ja mit dem Amiga Forever Paket und so relativ einfach bekommt. Beim C64 ist es frei, also ich habe weiß drauf laufen, ich habe ein UAE drauf laufen.
Der normale, der echte UAE, der braucht relativ viel Prozessorleistung. Also da muss ich momentan mit einem Frameskip arbeiten. Allerdings gibt es auch einen optimierten UAE, der eigentlich hauptsächlich auf die Spiele wieder ausgelegt ist, für die Amiga 500 Spiele. Und der läuft komplett bei 500 MHz ohne Frameskip. Und so mal unterwegs Turrican 2 oder ich habe auch mal letztens wieder Speedball 2 gespielt, ist natürlich schon eine schöne Sache. Dafür haben wir ja auch nebenher ein D-Pad mit drinnen. Und gerade was so bei C64 und Amiga interessant ist, wenn man mal irgendwie Highscore einen Namen eintippen muss oder sowas, dann muss ich nicht irgendwie eine virtuelle Tastatur nehmen, sondern kann die hier nehmen. Dadurch ist das Gerät übrigens auch so geworden, wie es ist. Also unsere Grundidee war von den Hauptentwicklern, wir waren ja alle, sind alle so in dem gleichen Zeitalter groß geworden. Für uns war so die Bedingung, wir wollten einen tragbaren Amiga haben. Weil es wollten, glaube ich, viele Amiganer wollten einen tragbaren Amiga haben und deswegen war Tastatur und Touchscreen mit einer höheren Auflösung eigentlich Pflicht und eben ein Prozessor, der es leisten kann. Und genau das haben wir eigentlich auch alles gefunden. War beim Amiga nicht das Laufwerk an der Seite? Warum ist das jetzt hier auf der Vorderseite? Ja, ich glaube, wenn ich die Disketten da reinkriegen würde, das wird sowieso eng. Also lassen wir es lieber da vorne, wo es ist. Es klickt auch nicht so schön, muss ich ehrlich gestehen. Ja, nur noch mal kurz. Ich wollte wissen, ob es dann vielleicht auch eine optimierte SDK für diese spezielle Hardware gibt oder muss ich da über den normalen Linux-Desktop und die normalen Linux-Schnittstellen programmieren, wenn ich dafür programmiere? Also man braucht eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Das normale ARM-Dev-Kit funktioniert. Die Libraries und so weiter, dass da alle dabei sind, das bieten wir dann natürlich auf der Webseite an, dass da dann alles vorhanden ist. Aber ansonsten, jeder kann seinen geliebten C-Compiler und sein IDE hernehmen, was er will, die Libraries dazu und loskompilieren.